Hallo, heute kümmern wir uns um die Verdauungsapparate ferner sogenannter aktiver Galaxien. Die werden angetrieben durch gewaltige Motoren, natürlich nur im übertragenen Sinn. Diese Motoren befinden sich ganz im Zentrum dieser fernen Galaxien in sogenannten aktiven Galaxiekernen. Und ich würde sie nicht gewaltig nennen, wenn sich in ihrem Zentrum nicht supermassive schwarze Löcher befinden würden, mit einer unvorstellbaren Masse von Millionen bis Milliarden von Sonnen. Ja, unsere Milchstraße hat übrigens auch so ein supermassives schwarzes Loch, ist aber nicht aktiv. Tja, was heißt eigentlich aktiv und wie äußert sich diese Aktivität? Vielleicht fragen wir uns erstmal, was diese aktiven Galaxiekerne eigentlich können, was unsere Milchstraße nicht kann. Zum einen sind sie verdammt hell. Ja, dort wird im Zentrum also so viel Energie in Form von Licht abgestrahlt, dass sie am Nachthimmel für unsere Teleskope so ausschauen wie Sterne in unserer Milchstraße. Ja, und genau deswegen wurden sie also geschichtlich auch für quasi-stellare Objekte gehalten, sogenannte Quasare. Und das ist auch der Titel unseres Videos heute. Ja, nur ist es so, dass diese Quasare, diese aktiven Galaxiekerne, oft über Zehntausende Mal so weit entfernt sind wie die Sterne in unserer Milchstraße. Tja, und das bedeutet also, dass diese Quasare an sich wirklich gewaltig hell sein müssen. Außerdem kann man seltsame helle und dünne Strahlen beobachten, wie hier in dieser künstlerischen Darstellung angedeutet. Nehmen wir doch mal das berühmte Beispiel der aktiven Galaxie M87. Auf diesem Foto des Hubble-Weltraumteleskops erkennt man einen Strahl, in dem Materie auf über 99% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Ja, nicht verwunderlich, dass dieser sogenannte Jet sich bis zu 1000 Lichtjahre tief ins intergalaktische Medium bohrt, bis er schlussendlich an Fahrt verliert. Aber wie entstehen eigentlich diese Rüssel aus Materie und was haben eigentlich die schwarzen Löcher damit zu tun? Ja, das Problem ist, dass die Regionen, in der sich der Spuk abspielt, meist 1 Million Mal kleiner sind als die Entfernung der Galaxie von uns. Das bedeutet, dass also das Innere dieser Motoren für unsere Teleskope lange Zeit nicht beobachtbar war. Stattdessen haben Astronominnen und Astronomen seit den 60er Jahren ungefähr auf internationalen Konferenzen das zusammengetragen, was sie eben beobachten können. Ja, zum einen ist da die enorme Gesamthelligkeit des Kerns oder wie sich die Helligkeit des Kerns über die Zeit verändert, wie vielleicht das Licht zusammengesetzt ist, also Spektralanalysen des Lichts dieses Kerns, oder sei es zum Beispiel auch diese enormen Materieausstöße, diese sogenannten Jets, die man mit Radioteleskopen beobachten kann. Nun, und wenn man all diese Informationen zusammenpackt, zusammenträgt, dann kann man Simulationen starten, die also wirklich abbilden können inzwischen, was sich wahrscheinlich im Inneren dieser Motoren abspielt. Und so eine Simulation habe ich euch hier mal mitgebracht. Was also scheinbar eine aktive Galaxie von einer eher gemäßigten Galaxie, wie unserer Milchstraße, unterscheidet, ist, dass im Zentrum dieser aktiven Galaxie Materie also sehr, sehr langsam in Richtung des supermassiven schwarzen Lochs spiralt und in dessen Prozess Gravitationsenergie frei wird. So, und um euch ein Gefühl zu geben für das zerstörerische Potenzial dieser Gravitationsenergie, stellt euch doch einfach mal vor, ihr würdet eine Bowlingkugel aus dem Fenster werfen, da kracht's auch ordentlich. Ja, und hier zeugt also die enorme Helligkeit dieses Galaxiekerns von dem zerstörerischen Potenzial der Gravitationsenergie. Ja, und so ein Kern kann ruhig schon mal heller werden als das versammelte Licht aller Sterne in so einer Galaxie zusammen. Ja, aber woher diese Helligkeit? Das kommt daher, dass dieses zerstörerische Gravitationspotenzial erstmal umgewandelt wird in Wärme durch das Hineinspiralen der Materie und das dabei Aneinanderreiben der Materie bzw. Hitze. Und alles, was warm oder heiß ist, strahlt eben auch Licht ab. Und seht ihr auch die Türme, die sich in der Simulation hier aufbauen? Ja, das sind wirklich die Ankerpunkte der Jets, von denen wir vorhin geredet haben, die wir in dem Foto gesehen haben und wie hier auch hinten abgebildet. Eine große Frage der Forschung momentan ist, wie diese Jets tatsächlich im Inneren der Kerne entstehen können. Ja, so nah am schwarzen Loch ist wirklich ein ganzer Haufen an komplizierter Physik am Werk, zum Beispiel die allgemeine Relativitätstheorie. Und es gibt verschiedene Prozesse, die man sich vorstellen kann, um solche Jets also wirklich entstehen zu lassen. Und diese verschiedenen Prozesse lassen sich auch durch verschiedene Simulationen abbilden. Was man aber wirklich brauchen könnte, um dem auf die Spur zu kommen, sind echte Beobachtungen der Regionen, die man bisher nur simulieren konnte. Wie ich in einem anderen Video zur Beobachtung schwarzer Löcher bereits gezeigt habe, so eine Beobachtung war tatsächlich möglich. Hier sehen wir sie nochmal. Das hier ist das Foto der Umgebung, Materie in der Umgebung des zentralen schwarzen Lochs der Galaxie M87. Und in diesem Foto hier sieht man zudem noch die Polarisationsrichtung des Lichts überlagert. Und aus der Polarisationsrichtung des Lichts kann man das Magnetfeld in der Umgebung dieses schwarzen Lochs ableiten. Ja, und aus diesem Foto kann man daher auch Schlüsse ziehen, wie solche Jets eigentlich entstehen, wie sie in der Umgebung des schwarzen Lochs wirklich verankert sind.
Denn wahrscheinlich sind solche Jets nichts anderes als verquirlte Magnetfelder, die sich zu imposanten Türmen aufbauen und die es möglich machen, dass Materie aus dem Inneren des Verdauungstrakts nach außen beschleunigt wird.